Hallo meine Lieben, wir sitzen gerade hier am Campingplatz, beziehungsweise jetzt eigentlich nur mehr ich alleine. Und ihr seht, wir bringen gerade das erste Video in Ordnung und das ist gerade erfolgreich exportiert worden, kommt jetzt gleich in den Upload. Und warum ich jetzt die Kamera einschalte, hat folgenden Grund, nämlich wollte ich nebenbei, während das Ganze lädt, in der Legoland App nachschauen, wie es mit den Wartezeiten derzeit aussieht. Und ich musste schockiert feststellen, dass einige, warte, ich schalte es euch ein bisschen heller, dass einige Fahrten derzeit geschlossen sind. Und wir wissen noch nicht genau, warum das der Fall ist. Also einerseits der Aussichtsturm, die Drachenjagd, der Feuerdrache, der Legoland Express, Raupenritt, Ritterturnier und das Tretomobil, alle sind geschlossen. Entweder Technical Issues, technische Störungen oder einfach so geschlossen. Wir haben gerade einen Hubschrauber fliegen sehen. Keine Ahnung, wir fürchten, dass fast irgendwas passiert ist. Wir hoffen natürlich nichts Gröberes. Wie gesagt, Christoph hat sich mal auf den Weg gemacht und hat gesagt, er schaut mal, ob er euch da irgendwie updaten kann und auch mich, denn sowas ist ja immer ganz schlecht, wenn auf einmal so viele Fahrgeschäfte gesperrt sind. Ja, ich hoffe jetzt, dass einfach nichts passiert ist und dass das irgendeinen anderen Grund hat. Vielleicht, dass irgendwie mit der Elektronik was im Legoland spinnt. Wir werden sehen. Ich bleibe jetzt mal am Campingplatz und warte ab, bis Christoph wieder da ist und dann geben wir euch ein Update. Drückt die Daumen, dass alles passt. Tschüss, bis später. Das habe ich mir doch gedacht, dass ich dich schon gehört habe. Sind wir gespannt, was du zu berichten hast. Ich hoffe nur Gutes. Whoop, in die falsche Richtung, sorry. Ah ja. Ja, hallo Freunde. Also ist das Mikrofon eingeschaltet? Ich hoffe schon. Ich sehe, du hast die Sonnensegel hier aufgebaut. Ja, und einen Kaffee mir gemacht. Ich habe natürlich wieder keinen. Ja, sehr, sehr seltsam. Ihr seht es dort hinten. Ich war gerade auf dem Weg nach unten. Wir wollten heute übrigens eigentlich das Campingplatz- und Feriendorf-Video machen. Ja. Und ich sehe dich nicht gut, möchtest du dich nicht da hinsetzen? Soll ich mich dort hinsetzen? Ja, ich sehe dich sonst so schlecht. Und wie Rita, glaube ich, schon gesagt hat, hörten wir auf einmal Sirenen, wir hörten Helikopter und so weiter und haben uns dann gedacht, was ist hier passiert? Wir haben jetzt gerade Kaffeepause hier eingelegt am Campingplatz und ihr seht, ich bin sehr entspannt. Christoph macht sehr spannend. Ich bin dann runtergegangen, weil ich erstens nachschauen wollte, was passiert war und zweitens haben wir für Tim was im HIP-Babyzelt eingekauft. Stimmt. Und das haben wir hinterlegt, das musste ich noch holen. Ach, das hätte ich schon Mir wurde dann aber der Eingang in den Park verwehrt. Ich durfte nicht in den Park rein. Der Mitarbeiter hat gesagt, es tut ihm leid, er weiß jetzt nicht, was los ist, aber er kann momentan keine Leute reinlassen, es wollten auch andere rein und niemand wurde reingelassen. Ich bin dann wieder ein Stück zurück auf diesem Weg in Richtung Feriendorf und habe dann am hinteren Teil der Drachenachterbahn gesehen, dass da zig Feuerwehrautos, Rettungswegen und auch Polizeiautos mit Blaulicht gestanden sind. Man hat das nur ein bisschen so durch das Dickicht durchgesehen. Also ist doch was passiert. Ich bin dann dort kurze Zeit stehen geblieben und habe Leute, die rausgekommen sind, gefragt, ob sie etwas gehört haben und sie haben nur gesagt, nein, sie wissen von nichts. Sie haben nur gesagt, dass die Drachenachterbahn geschlossen ist. Und ja, dann kamen schon die ersten Meldungen über WhatsApp, über Instagram rein, ob es uns gut geht. Und ich wusste da zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, was passiert war. Und habe dann mal selbst eine Nachrichtenseite aufgemacht. Und so wie es aussieht, gab es leider einen Unfall auf der von uns heißgeliebten Drachenachterbahn. Die Ironie ist ja, dass wir jetzt dann eigentlich am Nachmittag, wenn Tim wieder wach ist, in den Ritterbereich gehen wollten und dort fahren. Die aktuellen Meldungen sprechen von 9 Verletzten und ja, die Bahn ist natürlich zu. Ich habe jetzt gerade auf der Süddeutschen gelesen, dass der Unfallhergang anscheinend so war, dass ein Wagen, welcher im Stationsbereich stand, von hinten von einem anderen Wagen gerammt wurde, weil irgendwie die Bremsen nicht funktioniert haben. Wie gesagt, es wird jetzt davon gesprochen, dass 9 Personen verletzt wurden
und die Verletzten haben Prellungen und Schürfwunden, also alles Gute an die Verletzten. Was allerdings etwas seltsam ist, ich bin jetzt da, weil ich unten noch mit einem sehr netten Herrn gesprochen habe, liebe Grüße, wenn du das siehst. Ich bin jetzt einige Zeit weg gewesen und ja, mir direkt schon sagen. Ja, es fliegen immer noch die ganze Zeit hier Rettungshubschrauber und ADAC-Hubschrauber herum, und das, was ich schon ein bisschen komisch finde, ist, dass wenn ich eine Prellung oder auch von mir eine Schürfwunde habe, dann kommt da kein Helikopter. Also wir sind da gespannt, was da passiert ist. Mir graut schon ein wenig, nicht weil ich vielleicht die nächsten Tage nicht mehr mit meiner Drachenachterbahn fahren kann, sondern ja, hoffentlich ist da nicht mehr passiert. Und es gibt auch die Gerüchte, dass der Park geschlossen wird oder geschlossen wurde, was natürlich auch doof ist, weil wir jetzt ja noch ein paar, natürlich Sicherheit geht vor, aber wir sind ja jetzt noch ein paar Tage hier und wollten eigentlich jetzt wieder abzischen und uns ins Vergnügen stürzen. Und es ist einfach so schrecklich, weil ich mir denke, man fährt ja hierher, weil man einfach eine gute Zeit haben möchte. Ich setze mich zu dir, Rita. Ach ja, warte. Also auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, ist, oder was wir euch sagen können, uns geht es auf jeden Fall gut. Wir sind hellauf. Auch Ritas Mutter, die ist gerade auf die Toilette gegangen. Tim schläft hinten im Campingmobil. Und ja, wir werden natürlich jetzt die ganze Zeit angerufen und angeschrieben, ob es uns gut geht. Und vielen Dank für eure Nachrichten. Das ist sehr lieb, dass ihr da an uns denkt und euch so Sorgen macht um uns. Also wir haben immer schon gewusst, dass wir eine super Community haben, denn es war natürlich auch die Familie, die uns geschrieben hat, aber auch so viele einfach aus der Community. Und ihr seid so toll. Also ich muss wirklich sagen, dass ihr euch gleich Sorgen um uns macht. Also das wollen wir natürlich eigentlich nicht, aber dass ihr uns dann schreibt, ob es uns gut geht. Und das war wirklich was mich sehr berührt hat, weil ich mir gedacht habe, also es ist nicht nur so, dass ihr unsere Videos schaut, sondern ich glaube, wir liegen euch doch auch ein bisschen am Herzen. Und das ist auch was mir einfach auch wirklich, ja, also das hat mich sehr berührt. Danke dafür. Ja. Und ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Wir haben jetzt auch eigentlich aus Respekt und Pietätsgründen den Zugang gewählt, dass wir jetzt nicht mit der Kamera dort unten herumlaufen und alles niederfilmen. Wenn ich ein Bildreporter geworden wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht, wäre vielleicht auch noch über die Absperrung drüber geklettert, um noch bessere Bilder zu bekommen. Man hat das auch von dort nicht besonders gut gesehen. Das ist also dieser Gehweg zum Feriendorf und mehr oder weniger so ein kleines Wäldchen, also ziemlich... Das hier mal ab. Ja, ich glaube, man sieht uns auch so oder vielleicht ein bisschen höher. Ja. Also man sieht dort nicht gut hin, aber ich habe gesehen, dass da sehr viele Blaulichtfahrzeuge gestanden sind und das ist natürlich nicht besonders gut, ja, viel besser. Und ja, uns schockiert es auf der einen Seite natürlich sehr, was hier passiert ist. Wir sind schon gespannt, wie es hier weitergeht und wie gesagt, als ich jetzt vorher unten war, wurde niemand reingelassen. Interessant ist nur, dass total gut gelaunte Kinder und Leute hier rausgekommen sind. Gott sei Dank. Die haben von dem Ganzen überhaupt nichts mitbekommen und das ist auch gut so, glaube ich. Ich glaube, dass das hier aber natürlich ein böses Nachspiel haben könnte. Noch dazu, weil das ja gerade jetzt am 90. Geburtstag der Firma Lego passiert ist. Ja, jetzt wo wir gerade noch geschwärmt haben und gesagt haben, wir müssen das feiern und wir wollten eben auch extra noch mit den ganzen Achterbahnen heute fahren. In der Früh sind wir schon mit der Dschungelexpedition gefahren, wo dann die Leute ewig lang angestanden sind. Und da haben wir euch leider nicht mitgenommen, weil wir dachten, wir gehen auch mal ohne Kamera. Und Christoph hat gesagt, ihm fehlt direkt was. Aber wenn ich im Legoland bin, ich bin Linkshänder, ich habe immer die Kamera in der linken Hand mit dem gesamten Equipment. Und heute war ich irgendwie so verloren und mir hat was gefehlt. Rita war es nicht, weil die war ja mit. Aber die Kamera hat mir gefehlt und ich habe mir gedacht, wir machen heute ein schönes Video hier vom Areal hier am Feriendorf. Aber das werden wir vielleicht morgen machen. Ich glaube, ich trinke jetzt auch noch einen Kaffee. Wir werden uns dann ein wenig, nicht zurückziehen, aber wir werden hier ein bisschen chillen. Ich glaube, hier ist jetzt momentan der bessere Ort auch. Weil es wirklich, wirklich seltsam ist, weil hier im teilweise 5-Minuten-Takt die Helikopter starten. Also das ist keine Übertreibung. Es gibt übrigens auch, weil ihr uns schon darauf angesprochen habt oder uns das erzählt habt, es gibt so Übungsflüge des Militärs oder so, da sind immer sehr laute Jets unterwegs und die machen teilweise auch einen Überschallknall und so, aber das war nicht das. Wir sehen dort hinten ziemlich gut auf die Seite, wo der Park ist und da sind dauernd ADAC und
glaube, so einen blauen Hubschrauber habe ich auch gesehen, sind schon mehrere gestartet und gelandet und einer fliegt immer in die eine und einer fliegt immer in die andere Richtung. Und wenn da mal ein Helikopter kommt, ist das meistens kein gutes Zeichen. Also wir hoffen sehr, falls ihr da dabei wart, dass euch nichts passiert ist. Ja. Ja, und dass es auch bald wieder weitergeht, natürlich im Legoland, dass alles wieder in Ordnung ist. Ja, wir werden natürlich, wenn das Legoland wieder aufsperrt, in den nächsten Tagen nochmal eine Runde mit euch drehen. Hoffentlich. Dann werden wir vielleicht auch am Ort des Geschehens stehen. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt also einsteigen tun wir da momentan auf jeden Fall nicht, auch wenn er wieder in Betrieb sein sollte, das ist ganz klar. Aber jetzt müssen wir, also wie gesagt, das Video kommt zwar, glaube ich, mit einem Tag Verspätung, je nachdem, wie schnell der Upload des Legoland Campingplatzes ist. Sorry an alle die irgendwie das Internet brauchen, wir benötigen die Leitung hier ziemlich stark. Aber fast nur den Upload. Also wenn ihr Netflix oder sowas schaut, dann dürft ihr euch das nicht stören. Das Video kommt dann hoffentlich morgen und vielleicht weiß man dann natürlich auch schon mehr. Danke nochmal auf jeden Fall für eure lieben Nachrichten. Oh ja. Passt auch ihr auf euch auf. Schaut, dass euch nichts passiert. Und ich glaube, wir machen uns jetzt noch einen Kaffee und schauen dann, wie es weitergeht. Ich würde auch sagen. In dem Sinne, macht es gut, passt auf euch auf und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Ja, hoffentlich haben wir morgen oder demnächst, wenn eben das nächste Video kommt, bei euch dann morgen, bei uns übermorgen, wieder bessere Nachrichten für euch und wir können euch wieder die tollen Erlebnisse aus dem Legoland präsentieren, auf die ihr euch so freut. Oder wir machen hier eine Runde. Jetzt warten wir erstmal ab und schauen, was hier passiert ist. Aber wir wissen momentan leider auch nicht viel, weil ja natürlich noch nichts klar ist, was genau passiert ist. Genau. Macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.